Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über etwas, das in jedem Gespräch vorkommt. Deine Meinung. Ja, das ist wirklich überall. Jemand fragt dich, was denkst du? Oder wie findest du das? Und dann kommt die Blockade. Genau. Und das ist interessant. Du hast eine Meinung. Du weißt, was du denkst, aber auf Deutsch kannst du es nicht ausdrücken. Ja, genau. Die Gedanken sind da. Aber die Wörter fehlen. Und das ist das Problem, das wir heute lösen. Denn eine Meinung zu haben, ist eine Sache. Eine Meinung auf Deutsch auszudrücken, ist eine andere. Und dabei muss man ja auch aufpassen. Manchmal will ich etwas sagen, aber ich will auch höflich bleiben. Sehr guter Punkt. Und das ist heute auch ein Thema. Wie sagst du deine Meinung klar und direkt? Und wie sagst du sie, wenn du nicht einverstanden bist, ohne unhöflich zu klingen? Das ist eine wichtige Unterscheidung. Genau. Denn in Deutschland ist direkte Kommunikation normal. Menschen sagen, was sie denken, aber es gibt trotzdem Wege, es freundlich zu formulieren. Und heute lernst du genau das, wie du sagst, was du wirklich denkst. Auf Deutsch, klar, direkt und natürlich. Das brauche ich wirklich. Sehr gut. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Gespräche zwischen echten Menschen, Meinungen, Diskussionen, Reaktionen. Genau das, was du heute lernst. Mit deinem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Den Link findest du in den Kommentaren. Jetzt starten wir. Denn heute sagst du, was du wirklich denkst. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt. Und ich beginne mit der wichtigsten Frage. Wie sagst du auf Deutsch, dass etwas deine Meinung ist? Nicht eine Tatsache, sondern dein persönlicher Gedanke. Ja, das ist wichtig. Weil Meinung und Tatsache ja unterschiedlich sind. Genau. Und dafür gibt es ein paar einfache Einleitungssätze, die du immer benutzen kannst. Der wichtigste ist: Ich denke das. Zum Beispiel: Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Sehr gut. Oder noch einfacher: Ich denke, das ist eine gute Idee. Ohne das. Beide Varianten funktionieren. Ich denke, das ist eine gute Idee. Perfekt. Und dann gibt es noch: Ich glaube das. Das klingt etwas weicher als ich denke. Ich glaube, dass das schwierig ist. Sehr gut. Und ich finde das. Das benutzt man sehr oft im Deutschen. Ich finde, dass das wirklich interessant ist. Perfekt. Und noch eine sehr natürliche Variante. Meiner Meinung nach. Das bedeutet so viel wie in meiner Meinung. Meiner Meinung nach ist das nicht richtig. Sehr gut. Das klingt etwas formeller, aber es ist ein starker Satz. Also, ich habe jetzt schon 4 verschiedene Einstiege. Ich denke, ich glaube, ich finde. Und meiner Meinung nach. Genau. Und du kannst sie alle benutzen, je nach Situation und Gefühl. Ich gebe dir noch ein paar Beispiele, damit du siehst, wie natürlich das klingt. Ich denke, das Wetter wird heute schlechter. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich finde, wir sollten das anders machen. Meiner Meinung nach ist das zu kompliziert. Ich finde, wir sollten das anders machen. Sehr gut. Das ist ein Satz, den du in vielen Situationen benutzen kannst. Bei der Arbeit, mit Freunden, in Diskussionen. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag: Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich denke, das ist eine gute Idee. Jetzt: Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Jetzt:
Ich finde, das ist sehr interessant. Ich finde, das ist sehr interessant. Jetzt, meiner Meinung nach, ist das zu einfach. Meiner Meinung nach ist das zu einfach. Sehr gut. Das sind deine 4 Meinungseinstiege. Simpel, klar und sofort nutzbar. Ich merke schon, dass ich viel mehr sagen kann als vorher. Genau. Und das ist erst der Anfang. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du zustimmst und widersprichst. Denn eine Meinung äußern ist eine Sache. Auf die Meinung von anderen reagieren ist eine andere. Ja, das ist oft das Schwierigere. Besonders wenn ich nicht einverstanden bin. Genau das machen wir als nächstes. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Teil. Wie reagierst du auf die Meinung von anderen? Wie sagst du, dass du zustimmst? Und wie sagst du, dass du nicht einverstanden bist? Ja, das ist in Gesprächen immer wieder ein Thema. Jemand sagt etwas und ich will entweder zustimmen oder widersprechen. Aber ich weiß nicht wie. Und dafür gibt es sehr einfache Sätze. Fangen wir mit Zustimmung an. Also wenn du gleicher Meinung bist. Der einfachste Satz ist: Da hast du recht. Das bedeutet, ich stimme dir zu. Da hast du recht. Sehr gut. Oder: Das sehe ich genauso. Das klingt etwas stärker. Du sagst, dass du komplett einverstanden bist. Das sehe ich genauso. Perfekt. Und noch ein sehr natürlicher Satz. Ja, genau das denke ich auch. Ja, genau das denke ich auch. Sehr gut. Oder kürzer. Stimmt, das ist wahr. Oder einfach: Ja, stimmt. Stimmt, das ist wahr. Perfekt. Das sind deine Zustimmungssätze. Kurz, klar und freundlich. Und jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil. Wie widersprichst du? Wie sagst du, dass du nicht einverstanden bist, ohne unhöflich zu klingen? Ja, das ist wirklich schwierig. Ich will nicht arrogant klingen, aber ich will auch ehrlich sein. Und dafür gibt es eine einfache Strategie. Du anerkennst zuerst die Meinung der anderen Person und dann sagst du deine eigene. Also erst zuhören, dann sprechen. Genau. Und du benutzt einen Brückensatz. Einen Satz, der zwischen den 2 Meinungen steht. Zum Beispiel: Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das anders. Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das anders. Sehr gut. Oder: Das ist ein guter Punkt, aber ich denke, dass. Das ist ein guter Punkt. Aber ich denke, dass das nicht so einfach ist. Perfekt. Oder noch weicher: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so sehe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so sehe. Sehr gut. Das ist eine sehr höfliche Art zu widersprechen. Du zweifelst, aber du kämpfst nicht. Das klingt viel sanfter, als einfach Nein zu sagen. Genau. Und noch ein sehr nützlicher Satz: Siehst du das wirklich so? Das ist eine Rückfrage. Du zweifelst, ohne direkt zu widersprechen. Siehst du das wirklich so? Perfekt. Das öffnet eine Diskussion, ohne Konflikt zu erzeugen. Jetzt machen wir einen kleinen Dialog. Ich sage eine Meinung. Du reagierst. Ich denke, es ist wichtig, jeden Tag Deutsch zu lernen. Da hast du recht. Aber ich finde, die Qualität ist wichtiger als die Menge. Das ist ein guter Punkt. Aber meiner Meinung nach ist Regelmäßigkeit der Schlüssel. Ich verstehe, was du meinst, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so sehe. Sehr gut. Das ist ein echter Meinungsaustausch. Beide sprechen, beide hören zu. Niemand ist unhöflich. Das fühlt sich wie ein echtes Gespräch an. Genau. Und das ist das Ziel. Nicht streiten, sondern austauschen. Nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du deine Meinung begründest. Denn eine Meinung ohne Begründung klingt schwach. Ja? Man muss ja auch erklären können, warum man so denkt. Genau das machen wir als nächstes. Stopp mal kurz.
Hast du gemerkt, wie viel Deutsch du gerade verstanden hast? Das ist kein Zufall. Geschichten sind der schnellste Weg, eine Sprache zu lernen. Ich habe ein ganzes Buch damit gefüllt. Schau mal in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der deine Meinung wirklich stark macht. Die Begründung. Warum denkst du so? Was ist der Grund für deine Meinung? Ja. Wenn ich nur sage, ich finde das gut, klingt das irgendwie leer. Genau. Eine Meinung ohne Begründung ist wie ein Haus ohne Fundament. Sie steht, aber sie ist nicht stabil. Das ist ein gutes Bild. Und die gute Nachricht ist, Begründungen sind auf Deutsch sehr einfach. Du brauchst nur ein Wort. Weil. Weil. Genau. Weil verbindet deine Meinung mit deinem Grund. Zum Beispiel, ich finde das wichtig, weil es im Alltag wirklich hilft. Ich finde das wichtig, weil es im Alltag wirklich hilft. Sehr gut. Oder, ich denke, das ist eine gute Idee, weil es einfach und klar ist. Ich denke, das ist eine gute Idee, weil es einfach und klar ist. Perfekt. Siehst du, wie viel stärker das klingt? Du sagst nicht nur, was du denkst, du erklärst auch, warum. Ja, das klingt überzeugender. Genau. Und du kannst das für fast jede Meinung benutzen. Ich gebe dir ein paar Beispiele aus dem Alltag. Ich finde, man sollte mehr Deutsch sprechen, weil man nur durch Sprechen wirklich besser wird. Ich finde, man sollte mehr Deutsch sprechen, weil man nur durch Sprechen wirklich besser wird. Sehr gut. Oder, meiner Meinung nach ist das zu teuer, weil man das auch günstiger bekommen kann. Meiner Meinung nach ist das zu teuer, weil man das auch günstiger bekommen kann. Perfekt. Und noch ein Beispiel aus dem Alltag. Ich glaube, es ist wichtig, Pausen zu machen, weil man sonst zu schnell müde wird. Ich glaube, es ist wichtig, Pausen zu machen, weil man sonst zu schnell müde wird. Sehr gut, das sind echte Sätze. Meinung plus Begründung. Kurz und klar. Und jetzt noch ein weiteres Verbindungswort. Deshalb. Das bedeutet aus diesem Grund oder daher. Deshalb. Genau. Du kannst sagen, ich finde das wichtig. Deshalb mache ich es jeden Tag. Ich finde das wichtig. Deshalb mache ich es jeden Tag. Sehr gut. Oder, ich glaube, das ist schwierig. Deshalb braucht man mehr Übung. Ich glaube, das ist schwierig. Deshalb braucht man mehr Übung. Perfekt. Siehst du den Unterschied zu weil? Weil kommt in der Mitte des Satzes. Deshalb kommt am Anfang des zweiten Satzes. Ah, das ist ein wichtiger Unterschied. Genau. Und beide Wörter helfen dir, deine Meinung zu begründen. Jetzt machen wir eine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich finde das interessant, weil es mir wirklich hilft. Ich finde das interessant, weil es mir wirklich hilft. Jetzt, ich denke, das ist zu kompliziert. Deshalb mache ich es einfacher. Ich denke, das ist zu kompliziert. Deshalb mache ich es einfacher. Jetzt. Meiner Meinung nach ist das wichtig, weil es den Alltag leichter macht. Meiner Meinung nach ist das wichtig, weil es den Alltag leichter macht. Sehr gut. Das sind starke, begründete Meinungen. Ich merke, dass meine Sätze jetzt viel voller klingen. Genau. Weil du nicht nur sagst, was du denkst, sondern auch warum. Und das macht den Unterschied. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du deine Meinung abschwächst oder verstärkst. Denn manchmal bist du sehr sicher und manchmal bist du es nicht so. Ja, das stimmt. Manchmal sage ich etwas und bin mir eigentlich gar nicht so sicher. Genau das machen wir als nächstes. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag.
Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den viele Lernende übersehen. Wie stark ist deine Meinung? Bist du sehr sicher? Oder bist du eher unsicher? Das ist ein guter Punkt. Im echten Leben bin ich ja nicht immer 100% überzeugt. Genau. Und das spiegelt sich in der Sprache. Muttersprachler benutzen viele Wörter, um zu zeigen, wie sicher oder unsicher sie sind. Also Nuancen. Genau. Und diese Nuancen machen dein Deutsch viel natürlicher. Fangen wir mit Wörtern an, die deine Meinung stärker machen. Also wenn du sehr überzeugt bist. Du sagst, ich bin absolut überzeugt, dass. Oder ich bin fest der Meinung, dass. Oder ich bin sicher, dass das stimmt. Ich bin absolut überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist. Sehr gut, das klingt stark und selbstbewusst. Und wenn ich weniger sicher bin, Dann benutzt du weichere Wörter. Zum Beispiel, ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ich tendiere dazu zu denken, dass. Oder ich habe das Gefühl, dass. ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz stimmt. Sehr gut. Das klingt nachdenklich und ehrlich. Und wenn ich wirklich keine feste Meinung habe, Dann sagst du, ich bin mir da nicht so sicher. Oder das ist schwierig zu sagen. Oder ich sehe das eher so, aber ich könnte falsch liegen. ich sehe das eher so, aber ich könnte falsch liegen. Perfekt. Das ist ein sehr ehrlicher und menschlicher Satz. Du sagst deine Meinung, aber du bleibst offen. Das ist eigentlich eine reife Haltung. Genau. Und in echten Gesprächen ist das sehr wertvoll. Niemand weiß alles. Und wer das zeigt, wirkt vertrauenswürdig. Ich gebe dir jetzt noch ein paar wichtige Wörter, die du in deine Sätze einbauen kannst, um sie abzustufen. Vielleicht. Das macht eine Aussage weicher. Vielleicht ist das die beste Lösung. Vielleicht ist das die beste Lösung. Sehr gut. Wahrscheinlich. Das ist etwas stärker als vielleicht. Wahrscheinlich wird das klappen. Wahrscheinlich wird das klappen. Gut. Eigentlich. Das bedeutet im Prinzip oder normalerweise. Eigentlich finde ich das gut. Eigentlich finde ich das gut. Sehr gut. Und ehrlich gesagt, das ist ein sehr natürlicher Einstieg, wenn du eine direkte Meinung sagst. Ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut. Ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut. Perfekt. Siehst du, wie diese Wörter den Ton verändern? Vielleicht klingt offen. Wahrscheinlich klingt ziemlich sicher. Eigentlich klingt nachdenklich. Und ehrlich gesagt klingt direkt. Das sind wirklich feine Unterschiede. Genau. Und wenn du diese Wörter benutzt, klingt dein Deutsch sofort natürlicher. Denn Muttersprachler benutzen sie ständig. Jetzt machen wir eine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich bin absolut überzeugt, dass das richtig ist. Ich bin absolut überzeugt, dass das richtig ist. Jetzt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz stimmt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz stimmt. Jetzt. Ehrlich gesagt finde ich das etwas schwierig. Ehrlich gesagt finde ich das etwas schwierig. Jetzt. Vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht ist das eine gute Idee. Sehr gut. Diese Abstufungen machen deine Sprache lebendig. Ich merke, dass meine Meinungen jetzt viel differenzierter klingen. Genau. Weil du nicht mehr nur sagst, ich finde das gut oder ich finde das schlecht, sondern du zeigst, wie du wirklich denkst. Im nächsten Kapitel schauen wir uns echte Gespräche an. Diskussionen über Alltagsthemen, wo du deine Meinung wirklich benutzen kannst. Ja, das ist der Test. Kann ich das alles in einem echten Gespräch anwenden? Genau das machen wir jetzt. Gut. Jetzt setzen wir alles zusammen.
Keine Theorie mehr. Jetzt sprechen wir über echte Themen. Und du benutzt alles, was du heute gelernt hast. Okay, ich bin bereit, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist normal. Und das ist ein gutes Zeichen. Du willst es wirklich versuchen. Ich gebe dir ein paar typische Alltagsthemen, über die Menschen Meinungen austauschen. Und wir machen das zusammen. Das erste Thema: Ist es besser, in der Stadt oder auf dem Land zu leben? Oh, das ist eine klassische Diskussion. Genau. Was denkst du? Ich finde, die Stadt hat viele Vorteile, weil alles nah ist und es immer etwas zu tun gibt. Aber ehrlich gesagt, vermisse ich manchmal die Ruhe vom Land. Das sehe ich ein bisschen anders. Meiner Meinung nach ist das Leben auf dem Land besser für die Gesundheit, weil man mehr Natur hat und weniger Stress. Das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, was man im Leben will. Da hast du recht, das ist ein wichtiger Faktor. Sehr gut. Das ist ein echter, natürlicher Meinungsaustausch. Du hast Meinung geäußert, begründet, zugestimmt und eine neue Perspektive eingebracht. Ich merke, dass ich gar nicht so viele Wörter brauche. Aber die richtigen Wörter. Genau. Und jetzt noch ein zweites Thema. Ist soziale Media gut oder schlecht? Oh, da habe ich eine klare Meinung. Dann sag sie. Ich denke, soziale Media hat viele Vorteile, weil man in Kontakt bleiben kann und viele Informationen bekommt. Aber ich bin fest der Meinung, dass man bewusst damit umgehen muss, weil es auch sehr viel Zeit kosten kann. Da stimme ich dir zu. Und ich würde noch hinzufügen, dass es auch gut für das Lernen sein kann. Ich glaube zum Beispiel, dass man auf diese Weise gut Sprachen lernen kann. Das sehe ich genauso. Ich habe selbst viel durch Videos und Podcasts gelernt. Deshalb bin ich hier. Perfekt. Siehst du, wie natürlich das klingt? Ihr tauscht Meinungen aus, ihr stimmt zu, ihr fügt etwas hinzu und niemand streitet. Das ist wirklich anders, als ich dachte. Ich dachte immer, Meinungen auf Deutsch äußern ist irgendwie riskant. Ich verstehe das. Viele denken so. Aber der Schlüssel ist, dass du die richtigen Formulierungen hast. Dann wird eine Meinung kein Konflikt, sondern ein Gespräch. Das ist eine schöne Unterscheidung. Genau. Meinung und Konflikt sind zwei verschiedene Dinge. Und heute hast du gelernt, wie du Meinungen äußerst, nicht kämpfst. Und noch ein letzter Satz für dieses Kapitel. Wenn du in einem Gespräch bist und wirklich keine Meinung hast, oder wenn du das Thema nicht kennst, dann sagst du einfach: Ehrlich gesagt, habe ich da noch keine feste Meinung. Was denkst du? Ehrlich gesagt habe ich da noch keine feste Meinung. Was denkst du? Perfekt. Das ist ehrlich, das ist offen. Und du gibst der anderen Person das Wort. Das ist sehr geschickt. Das ist eigentlich eine sehr elegante Lösung. Genau, weil du nicht schweigst, du kommunizierst trotzdem. Und du zeigst Interesse. Und noch ein Hinweis. In unserem Sprachlernprogramm üben wir genau diese Art von Gesprächen. Meinungen äußern, reagieren, diskutieren. In echten Situationen, nicht aus dem Lehrbuch. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Kommentare. Das klingt nach dem nächsten Schritt. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich bin bereit. Perfekt. Dann gehen wir zum Ende. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Und heute hast du wirklich viel gelernt. Nicht nur Wörter, sondern eine Art zu denken und zu sprechen. Ja. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn jemand fragt, was denkst du? Ich weiß jetzt, wie ich anfange und wie ich reagiere. Genau. Und das ist das Ziel. Nicht perfektes Deutsch, sondern echte Kommunikation. Lass uns zusammenfassen. Im ersten Teil hast du die 4 wichtigsten Meinungseinstiege gelernt. Ich denke, ich glaube, ich finde und meiner Meinung nach. Einfach, klar
und sofort nutzbar. Diese 4 Sätze verändern wirklich alles. Genau. Dann haben wir gelernt, wie du auf Meinungen von anderen reagierst, wie du zustimmst mit „da hast du recht" oder „das sehe ich genauso" und wie du widersprichst, ohne unhöflich zu sein, mit „ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das anders" oder „ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so sehe." Diese Brückensätze sind wirklich wichtig. Perfekt. Dann haben wir Begründungen geübt. Weil und deshalb. Denn eine Meinung ohne Grund klingt leer. Mit Begründung klingt sie stark und überzeugend. Ich finde das wichtig, weil es im echten Leben wirklich einen Unterschied macht. Sehr gut. Dann haben wir gelernt, wie du deine Meinung abstufen kannst. Mit Wörtern wie vielleicht, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, eigentlich. Und mit Sätzen wie „ich bin absolut überzeugt" oder „ich habe das Gefühl, dass..." Nuancen machen Sprache menschlich. Perfekt gesagt. Und am Ende haben wir echte Gespräche geübt. Stadt oder Land, soziale Media. Und du hast alles zusammen angewendet. Das war der schönste Teil, weil man merkt, dass es wirklich funktioniert. Genau. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Such dir heute ein Thema, über das du eine Meinung hast. Irgendetwas aus deinem Leben, Arbeit, Familie, eine Entscheidung, die du triffst oder auch etwas Leichteres. Essen, Reisen, Hobbys. Und dann formuliere deine Meinung auf Deutsch mit einem Einleitungssatz, mit einer Begründung und vielleicht mit einer Nuance. Also zum Beispiel, ich finde, Reisen ist sehr wichtig für die persönliche Entwicklung, weil man so viele neue Dinge sieht und lernt. Perfekt. Genauso. Und dann schreib diesen Satz in die Kommentare. Wir wollen wissen, was du denkst. Auf Deutsch. Das ist eine schöne Aufgabe. Man lernt, sich auszudrücken. Genau. Denn Sprache ist kein Monolog. Es ist ein Gespräch. Und jede Meinung, die du teilst, ist ein Schritt in diese Richtung. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Es passiert, wenn du sprichst, wenn du teilst, wenn du dich zeigst und wenn du wirklich Deutsch sprechen willst. Wenn du nicht nur Grammatik lernen, sondern echte Gespräche führen willst. Meinungen äußern, diskutieren, überzeugen. Dann schau dir unser Sprachlernprogramm an. Wir arbeiten dort genau an diesen Momenten. Den Link findest du in den Kommentaren. Das ist der nächste Schritt für alle, die wirklich sprechen wollen. Genau. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, du hast eine Meinung, du hast Gedanken, du hast eine Stimme. Und jetzt hast du auch die Wörter. Benutze sie. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich stark. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.